Tiere sind wirklich wunderbar. Jeden Morgen besuchte ein Weißkopfseeadler seinen besten Freund, eine Katze. Doch eines Tages geschah etwas Unerwartetes. Als Annie ein lautes Geräusch an der Tür und den Schrei des Adlers hörte, rannte sie schnell nach draußen, besorgt um ihre Rettungskatze, die im Freien lebte. Wilde Tiere wohnten in der Nähe ihres Hauses, und sie fürchtete um die Sicherheit ihrer Katzen. Diese Sorge kam nicht von ungefähr, einmal hatte sie bereits einen Hund durch einen Adlerangriff verloren. Annie besuchte den einzigen Lebensmittelladen in ihrem kleinen Dorf. Es gab nur diesen Laden und einen Arzt, aber keinen Tierarzt oder andere Dienstleistungen. Als Texterin konnte Annie überall arbeiten und hatte sich für ein gemütliches Häuschen im Wald mit Blick auf den friedlichen Wald entschieden. Hier zu leben hieß auch, Risiken einzugehen. Eine ältere Frau mit einem Korb betrat den Laden und ging direkt auf Annie zu. Annie war auf dem Land aufgewachsen, ihre Eltern hatten ihr das Haus geschenkt, und jeder wusste, dass sie Tiere liebte und mehrere Online-Kurse für Tierpflege absolviert hatte, da es keinen Tierarzt in der Nähe gab. Sie hatte bereits einen Hund durch einen Adlerangriff verloren. Die Frau öffnete den Korb. Darin waren die 2 winzigsten Kätzchen, die Annie je gesehen hatte. Eine Fuchs hatte die Mutter der Kätzchen erwischt, und sie waren nun Waisen. Die Frau liebte ihre Katze, konnte sich aber nicht um die Kätzchen kümmern, und so dachte sie sofort an Annie. Annie wollte zunächst ablehnen. Sie hatte sich schon an Kätzchen gebunden und war unsicher, ob sie helfen könnte. Doch dann gähnte eines der Kätzchen. Es war einfach entzückend. Annie beschloss, es zu versuchen, und kaufte Milchersatz und eine Flasche. Die Kätzchen mussten alle 2 Stunden gefüttert werden, was anstrengend war. Sie trug sie in einer Tragetasche vor der Brust, damit sie sich sicher fühlten. Die Kätzchen wuchsen, öffneten ihre Augen, wurden flauschig und rund. Mit 4 Wochen gab Annie ihnen Namen, Panda und Glückspilz, in der Hoffnung, sie behalten zu können. Sie wurden schnell stärker, selbstbewusst und glücklich. Annie wollte nicht, dass sie nach draußen gingen, wegen der Gefahren, aber die Kätzchen versuchten hartnäckig, hinaus zu gelangen. Schließlich begann Annie, sie unter Aufsicht kurz spazieren zu führen. Die Kätzchen blieben in der Nähe, spielten auf der Veranda und kehrten zurück. Annie vertraute darauf, dass sie in der Nähe bleiben würden, behielt sie aber im Auge. Eines Tages, als Panda draußen spielte, hörte Annie den Schrei eines Adlers und fürchtete, er würde das Kätzchen packen. Sie stürzte hinaus, doch stattdessen sah sie einen jungen Weißkopfseeadler, der nicht fliegen konnte. Panda saß ruhig neben ihm, und der Adler zeigte keine Aggression. Die Katze kuschelte sich sogar an den Vogel. Annie beobachtete den Himmel, doch es gab keine Gefahr. Panda zeigte dem Adler Futter und Wasser, und sie saßen etwa 1 Stunde zusammen. Der Adler hatte keine Angst vor Glückspilz, der zweiten Katze. Nach 1 Stunde versuchte der Adler zu fliegen und verschwand. Annie war erstaunt und dachte, dies sei ein seltenes Ereignis. Doch am nächsten Tag kehrte der Adler zurück und wurde Pandas Freund. Sie trafen sich täglich, ohne Aggression. Doch bald begann Panda, an Annies Beinen zu jammern und wollte nicht weggehen. Sie führte Annie zu einem Baum im Wald, wo der Adler mit einem verletzten Flügel im Geäst festhing. Annie half ihm, wickelte ihn in eine Decke, verband den Flügel und legte ihn in eine Kiste mit Fleisch und Wasser. Der Adler gewöhnte sich an sie und ließ die Pflege geduldig zu. Später ging Annie nach draußen, um nach Panda und Glückspilz zu sehen, und erblickte auf der Veranda 2 Katzen und den Adler, Pandas Freund. Der Adler, den sie gepflegt hatte, war ein anderer. Er hatte sich an die Katzen gewöhnt und war stärker geworden. Annie stellte den Käfig nach draußen, wenn der andere Adler zu Besuch kam. Als der verletzte Vogel genesen war, ließ Annie ihn frei. Am nächsten Morgen kamen beide Adler zu Besuch, und Panda schmuste mit dem ersten. Sie verbrachten Zeit zusammen, doch eines Tages brach Chaos aus. Die Adler schrien und stürzten herab, als würden sie die Katzen angreifen. Annie rannte mit einem Regenschirm hinaus, doch dann sah sie, dass die Adler einen jungen Rotfuchs verscheuchten, der sich im Gebüsch versteckt hatte. Der Fuchs war verängstigt und verletzt, eine tiefe Wunde an seiner Seite, wahrscheinlich von einem Elch oder Hirsch. Obwohl der Fuchs eine Gefahr für die Katzen sein konnte, konnte Annie ihn nicht leiden lassen. Sie holte einen Käfig, wickelte den Fuchs ein, gab ihm Beruhigungsmittel, reinigte die Wunde und nähte sie. Der Fuchs war krank, und Annie blieb die ganze Nacht bei ihm. Die Katzen blieben in der Nähe, und Panda kuschelte sich sogar an ihn, um ihn zu beruhigen. Am Morgen ging es dem Fuchs besser, aber er war noch schwach. Annie fütterte ihn und setzte ihn nach draußen, wenn die Adler kamen, in der Hoffnung, die Tiere würden sich aneinander gewöhnen. Sie pflegte den Fuchs mehrere Wochen und entließ ihn dann in den Wald, wo er genesen konnte. Die Tiere waren in Sicherheit, und alles normalisierte sich. Die Adler kamen zu Besuch,
und die Katzen lebten glücklich. Eines Morgens sah Annie auf der Veranda Adler, Katzen und den Rotfuchs friedlich beieinander. Alles wirkte entspannt und harmonisch. Panda brachte weiterhin verletzte und streunende Tiere nach Hause, und zusammen mit Annie retteten sie viele. Ihr Team, gegründet auf Freundlichkeit, ließ sie besondere Momente erleben. Falls du Anpassungen oder eine bestimmte Stilrichtung wünschst, lass es mich wissen.